Der neue Raptor, richtiges Highlight, sagt Christian. Warum? Ja, V6 Benzinmotor. Krass, oder? Das gibt's wieder. Ja, genau. Bin auch überrascht. Also Wahnsinnssache. V6 Benzinmotor. 300 PS. 292 PS, ja. Krass, also der Schon ein scharfes Teil. säuft ein bisschen. Ja, darf er auch. So, es ist ja, man weiß das ja auch vorher, muss man sagen, denn die Wahl dieses Fahrzeuges ist in Deutschland freiwillig. Man muss ihn nicht kaufen, man kann ihn kaufen. Das Ganze hat LED-Scheinwerfer. Hat der auch diese schöne Zuladung wie der andere mit den 500 Kilo, die hinten drauf waren, oder ist es mittlerweile mehr? 500 Kilo dürfen hinten drauf, das hat sich nicht geändert. 2,5 Tonnen Anhängelast, auch okay. Für die Kunden, die jetzt die 3,5 Tonnen Anhängelast brauchen, sind eben dann im normalen Ranger-Segment nochmal. Also wir haben für alle das richtige Produkt da. So, den Sound werden wir uns gleich mal anhören. Du hast einen Schlüssel dabei? Ja, habe ich dabei. So, warte mal kurz, ich filme erstmal ab. Also, du bietest das Auto an für netto 59.600 Euro. Der Listenpreis sind, ich zeige jetzt erstmal den Bruttopreis. Nicht, dass die Leute kommen und sagen, hier, Angebot ist falsch. Das war ein Preis für Gewerbliche. Das ist der Endkundenpreis, 70.900 Euro. Fahrzeug ist sofort lieferbar. Genau. Der hat ein UVP von 84.616 Euro, ist hier sofort lieferbar, 292 PS und hat eine 10-Gang-Automatik. Drehmoment, was ist? Weiß ich nicht auswendig. Nein. Weiß nicht, aber der hat einen Drehmoment. Ja. 3 Liter Motor, 6 Zylinder. Ja. Magst du mal anmachen? Ja, klar. Dass wir den mal hören. Bin ich mal gespannt. Es ist ja eigentlich ein Unding, das Fahrzeug in der heutigen Zeit, aber er schnurrt wie ein Kätzchen. Adaptives Licht habe ich schon gesehen. So, das heißt, er hat Kurvenlicht mit drin. Der hat ein richtiges Matrix-LED. Also wir sind jetzt hier mit der neuen Ranger-Generation. Das ist der ganz neue Ranger. Ja? Ich sag mal, ausstattungsmäßig in der Komfortausstattung auf dem absolut obersten Segment. Ja, also alles, was es in modernen PKWs heutzutage gibt, ist hier auch eingesetzt. Vergleichbar mit was? Gibt es auch einen Vergleich beim Raptor? Beim Raptor gibt es keinen Vergleich. Nee. Generell gibt es bei dem Pickup-Segment keinen Vergleich. Da führt kein Weg an Ford vorbei. So, ich zeig mal erstmal. Klar sind wir Ford-Betrieb, Ford-Partner. Aber Ranger ist in diesem Segment, im Pickup-Segment, das Nonplusultra. Da gibt es kein anderes Fahrzeug. Da vorne steht Raptor. Das ist wahrscheinlich aus Metall, die Stufe? Ja. So, ist auch ein Rahmenschutz zeitgleich. Das heißt also, hier kann noch nichts passieren. Natürlich. Also sicherer kann ich nicht sitzen im Fahrzeug. Mach mal auf. Dann innen, du hast alles drin, was geht. Also der Raptor hat ja Raptor hat tatsächlich einfach eine Serienausstattung, die beinhaltet alles. Also das Matrix-LED, die 10-Gang-Automatik, ein riesengroßes Touchscreen-Panel da vorne drin, Abstandsautomatik, gut, Sitzheizung ist klar, heizbare Frontscheibe ist klar, Schaltpedals. Was ich cool finde, alles ist elektrisch. Guck mal hier vorne. Das heißt, du drückst nur noch einen Knopf und hast die ganzen Fahrmodi eingestellt. Genau, also es gibt auch die sogenannte Raptor-Taste. Das heißt, wir haben im Grunde, das ist hier dieses R-Symbol. Das heißt, wir haben ja hier Funktionen, weil es ein Performance-Modell ist. Wir können den Auspuff individuell einstellen, also einen Sportmodus, Klappenauspuff, genau. Wir haben ein Fahrwerkssystem, das einstellbar ist in Richtung Sport oder Komfort. Start-Stopp-Automatik etc. Also man kann diverse individuelle Einstellungen einprogrammieren und dann einfach nach jedem Neustart, weil die Systeme fangen ja immer auf dem Normalmodus an, einmal die Raptor-Taste drücken und ich bin in meinen Einstellungen drin. So, Ford Performance. Ja. Das kenne ich aus dem Motorsport. Ganz genau. Ja, das ist auch, also dieser V6-Motor ist der Motor aus dem GT-Langstreckenfahrzeug. Der da zwar 600 PS hat. Das heißt, der ist noch unterdimensioniert. Also, eigentlich ist er hier unterdimensioniert, ja, in der Tat. So, dafür hat aber schön Drehmomente, elektrische Sitze hat da mit drin, Leder. Ja, aber ich meine, du musst das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen, glaube ich, ja? Ja, also ich finde Preis-Leistungssegment immer noch, also natürlich reden wir hier von einem gewissen Preis, aber das Auto ist der absolute Wahnsinn. So, mach mal auf hinten. Denn auch für Familien ist das ganz nett. Hast du schon überlegt, du hast jetzt 3 Kinder, die würden hier alle reinpassen? Nee, nichts für dich. Ja, Lieber im Bus, oder? Mit den Zwillingen bin ich doch eher beim Bus dann, ja.
Schade, oder? Ja, weil das Problem ist, dass die Kindersitze heutzutage derart groß dimensioniert sind, dass ich hier einfach 3 Stück, weil sie alle noch 3, also die Zwillinge sind ja Du neu wolltest geboren. auch nur ein Kind machen, wollte ich sagen. Echt? Habe ich das mal gesagt? Nee, hast du nie gesagt. Aber ich habe ja selber Zwillinge und auf einmal waren dann 2 da, jetzt hast du 3. 3, ja. Aber geplant waren mal 2, oder? Geplant war vielleicht mal 2, aber so, also was Besseres gibt's gar nicht. Ich weiß. Du erzählst mir nichts Neues. Hier Blind Spot Radar, guck mal hier. Das ist toter Winkelassistent, genau, der ist da versteckt in den Rückleuchteneinheiten. Cool. Wir haben ein elektrisches Laderaumrollo. Elektrisch. Das ist Neuheit beim Raptor, ja. Das heißt hier normale Heckklappe und dann die Möglichkeit, hier im Grunde das Ganze elektrisch auffahren zu können. Das heißt schon sehr komfortabel. Früher musste ich ja noch mit der, im Grunde von Hand mechanisch ziehen, das Rollo. Das geht jetzt voll automatisch. Lässt sich auch in Zwischenpositionen nochmal abstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo nur halb zumachen möchte, geht es auch. Ist es dicht? Ja. Das heißt, da bleibt es trocken drin. Ja. Also habe ich auch 230 Volt hier drin. 230 Volt wäre hier. Multifunktionssteckdose und hier wäre nochmal eine separate 12 Volt Außensteckdose. Das wir uns bitte nochmal nach rechts machen, da passt jeder Schuko-Stecker auch rein. Ganz genau, das sieht jetzt so ein bisschen individuell aus. Das ist natürlich für verschiedene Märkte konzipiert. Genau, ja. Dass alle da passt der Deutsche auch rein. Genau, dass alle möglichen Steckdosen reinpassen. Das heißt, ich kann hier auch mal jetzt ein Gerät anschließen oder nur einen Laptop? Weißt du das? 400 Watt. 400 Watt? Ja, also okay. es wäre jetzt nicht so die Hilti dran anzuschließen. Also keine Bohrmaschine. Ja. So, hat man schon als Akku. Mach mal zu. So, man darf dieses Ladeding auch belasten. Das ist jetzt nicht das vernünftigste Auto, weil er hat nur 500 Kilo Nutzlast. Das gleiche Auto gibt es ja auch mit 1000 Kilo. Genau. Also dann heißt der Ranger. Der normale Ranger Wildtrak beispielsweise wird es jetzt neuerdings auch dann in 2 neuen Motorenvarianten geben, also ein 2 Liter Diesel und ein V6 Diesel. Da haben wir auch aufgepackt zu einem V6. Ja. Da hätten wir 1 Tonne Nutzlast hinten auf der Pritsche, 3,5 Tonnen Anhängelast. Wobei hier eine halbe Tonne drauf zu legen schon auch enorm ist. Also ich darf das hier auch mit 250 Kilo, also hier kann ich ganz normal draufsteigen, im Grunde für reinzuklettern. So, der hat jetzt LKW-Zulassung, der hier. LKW-Zulassung, so, deswegen zeigen wir auch keine Verbrauchswerte. Also nicht wundern, das ist ein LKW. Ja. Und der hat natürlich den Vorteil, das Thema Kfz-Steuer betrifft ja dann wahrscheinlich auch das Fahrzeug als Benziner, oder? Ja, natürlich. Also wir haben LKW-Zulassung, von daher, wenn es für einen Handwerkerbetrieb ist, ist es ja Betriebsfahrzeug. Von daher 1% Regelung hat man normalerweise nichts mit am Hut. Es sei denn, man hat 5 Sitze wie hier drin. Also bitte nochmal schlau machen oder Sitze ausbauen, hinten zukleben. Brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Okay, wir werden sehen. Ich lasse das mal offen, ganz bewusst. Bitte fragt euren Steuerberater. Ja, immer da. Wir machen hier keine Rechtsberatung zum Thema Steuern. Anhängerkupplung, Serie? Ja, liegt noch drin. Also es ist eine abnehmbare. Das heißt, die wird hier im Grunde dann noch eingeschoben und verspannt. Ja. Die Ösen können ja auch ein bisschen was. Die können auch ein bisschen was, klar. Also daran würde sich sowohl vorne als auch hinten, da würde sich genau was mit die sind fest am Rahmen verbunden. Sehr schön. So, die Auspuffanlage, du darfst noch ein bisschen Gas geben und den mal öffnen, den Auspuff. Ist er auf, der Auspuff? Ist er auf? So, checken erstmal, ob er auf ist, weil das war noch relativ verhalten. Jetzt. Aber ganz ehrlich, Christian, wir schreiben das Jahr 2023, da sind die Autos einfach leiser, oder? Ja, also im Rahmen dessen, was möglich ist, ist es echt eine tolle Angelegenheit, ja. Natürlich dürfen Auspuffe leider nicht mehr so laut sein, wie sie es mal waren. Bitte auch keine Bohrmaschine rausnehmen, weil das ist in der heutigen Zeit, der Schaden ist immens, weil die Auspuffanlage soll ja ein Leben lang halten. Genau. Ich komme auf die andere Seite, steig mal ein. Ja. Dann zeigen wir euch mal das Cockpit en Detail und mach mal bitte die Klimaanlage schön kühl. Ja. Das kenne ich, das Display, das sieht aus wie aus dem Elektroauto. Oder täuscht das? Also im Mustang Mach-E Im Mustang Mach-E beispielsweise genauso aus. So, jetzt läuft sie an, ja. Dauert einen Moment, bis es kühlt. Ja, also auch neueste Generation Sync 4, hier mit dem Touchscreen-Modul. Das heißt auch kabelloses Apple CarPlay, Android Auto. Hat trotzdem auch eine integrierte Navigation. Wir haben ein Soundsystem von Bang & Olufsen drin. Also für alle, die viel Wert noch auf ein tolles Surround-Sound-System liegen, ist wahnsinnig super.
auch Teil der Serienausstattung. So, jetzt hast du da ganz viele verschiedene Knöpfe. Zeig mal, was man da alles machen kann, bitte. Also hier mit dem Navi. Gut, das ist ja reines Entertainment-System. Im Grunde ist es ja, wenn man es einfach betrachtet, Radio plus DAB, Bluetooth-Thema. So, Radio, Telefon. Genau, alles, was mal Grundeinstellungssachen wären, eben Apple CarPlay und Android Auto-Funktion noch zusätzlich. Navigation über den gesamten Bildschirm und alles, was die Klimaanlage anbetrifft, wird im Grunde hier im unteren Bereich. Also auch Sitzheizung auf beiden Seiten, die lasse ich jetzt mal aus. Heizbares Lenkrad gäbe es ebenso für den Winter. So, das hier ist ein Liebhaberauto, also den jetzt als Benziner zu bestellen, ist natürlich eine Geschichte. Wer Spaß hat auf einen Raptor Benziner, der kann ihn jetzt wieder kriegen. Als 3 Liter in Europa zugelassen, ist schon eine Seltenheit, oder? Ja, ist schon Wahnsinn. Also ich bin total, also ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, als die ersten Fahrzeuge ankamen, weil es natürlich schon, wenn man aus dem Automobilsegment kommt, das ist das schon Wahnsinn, so ein Motor. So, jetzt kommt die Klimaanlage übrigens auch. Die hat ein bisschen gedauert. Genau. So, Pre-Collision Assist, Spurhalteassistent genau, also aktiv. Aktiver Abstandsautomatik, genau, lässt sich auch noch auf intelligent einstellen. Das heißt, ich kann mit Geschwindigkeitserkennung machen, bedeutet, er orientiert sich auch anhand der Verkehrsschilder im Grunde, die kommen. Also der fährt quasi von selbst auf der Autobahn. Von selbst, genau. Wir haben einen Futterwinkelassistent, wir haben Rückfahrkamera drin, Spurhalteassistent. So, die Rückfahrkamera, mach mal an. Ja. So, mal sehen, natürlich eine 10-Gang-Automatik. Die Rückfahrkamera, die ist gestochen scharf. Du hast Birdview, guck mal. Ja, also er hat eine 360-Grad-Kamera im Grunde. Das heißt, an den Außenspiegeln, an den Seiten und vorne gibt es auch Kameras, dass ich im Grunde eine Rundumsicht in dem Sinn sehe. So, mach mal Anhängerkupplung. Genau. Funktionen darstellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ein Detail oder so, einen Stein oder sowas näher nochmal sehen möchte, sehe ich es hier auch. Und Zoom-Funktion, gut, wir haben jetzt den Kugelkopf der Anhängerkupplung ist noch nicht angebaut. Kannst du dir vorstellen. Ja, wir haben im Grunde eine Zoom-Funktion noch für besser unter den Anhänger runterfahren zu können. Also normalerweise schafft man es nicht, das Auto hier an die Grenzen zu bringen. Er ist hochgradig geländegängig. Ist das jetzt ein permanenter Allradantrieb hier? Ja, neuerdings ja. Das heißt, ich kann wählen zwischen einem klassischen ausschließlich Zweiradmodus, ausschließlich Allradmodus, dann im Grunde ein elektronisch gesteuerter Allradmodus. Das heißt, ich darf den auch auf der Straße fahren? Auf der trockenen Straße fahren, genau. Also früher gab es noch die Einschränkung, dass ja der Allradmodus oder auch jetzt der permanente Allradmodus soll im Grunde nur auf unbefestigten Straßen gewählt werden. Jetzt mit dem elektronischen Allradsystem verteilt er im Grunde die Antriebslast so, wie es im Grunde für die Fahrzeugstabilität oder für die jeweilige Situation am sinnvollsten wäre. Funktioniert fast wie Sperren, muss man sagen. Die hat ja jetzt... Und dann gibt es natürlich nochmal diesen Geländegang, also mit Untersetzung im Getriebe, nur bis 30 km/h für wirklich durch einen Fluss oder steil berghoch zu fahren, durchs Gelände. Ja. Hier sieht man übrigens nochmal B und O, dass man es da hat. Ja. Was haben wir noch alles? Induktive Ladefläche, also eigentlich alles, was man im modernen Pkw, wenn ich den vollpacken würde mit Ausstattungsdetails, das ist hier im Raptor dann mit Standard. Drin. So, die Mittelkonsole, auch die mal zeigen. Ja. Schönes Auto. Ja, wir machen jetzt mal eins, wir zeigen nochmal das Preisschild. 70.000 kostet er brutto. Du hast gesagt, letztes Mal warst du zu billig, musstest es ein bisschen teurer machen, ganz genau, weil die Leute mittlerweile, aus welchem Staat? Ja, also wir haben jetzt ein Fahrzeug verkauft nach Südamerika. Und zwar gibt es da ein Frankreich, Guinea oder sowas. Ja, genau. Also im Grunde noch ein eigentlich Frankreich in dem Sinn. Das heißt, die stehen da auch noch nach wie vor auf europäische Fahrzeuge und möchten nicht die US-Fahrzeuge haben. Ja, und jetzt geht das Fahrzeug nach Antwerpen in den Hafen und geht dann nach Südamerika. Geliefert durch Christian Hissler aus Niederlosheim. Ja, schon verrückt, ich muss sagen. Bist du stolz drauf, oder? Ja, fand ich schon. Ist interessant, ist auch immer mal schön, was Neues zu machen. Also da wird jetzt im Grunde Zoll und Transport alles organisiert, dass das Auto nach Antwerpen in den Hafen geht und von da dann die Reise nach Südamerika. Coole ist, dass die Fahrzeuge unglaublich robust sind, weil sie von Profis entwickelt worden sind in Bereichen, wo der Allrad auch eingesetzt wird. Ja. Du hast ja teilweise Fahrzeuge, wie zum Beispiel der Hilux, glaube ich, der zweitmeistverkaufte Pkw der Welt, den es in Deutschland so gut wie nicht gibt. Ja. Das ist ja bei Ford anders. Ihr habt den Pickup quasi in Mode gerufen vor 10 Jahren ungefähr.
Ja, zumindest mal hier in Europa. Also in den USA ist ja ein F-150, ich glaube, das meistverkaufte Auto der Welt. Aber weltweit war es der Hilux tatsächlich. Ja. War so. Aber den kriegst du hier nicht. Du kannst mal einen Hilux bestellen. Du kriegst aber Raptoren, gibt's Also ich bin mir relativ sicher, dass der F-150 also es gab schon mal Jahre, da war es das meistverkaufte Fahrzeug weltweit von der Menge her. Ich streite mich nicht mit dir, wenn das so ist. Alles gut. Von daher, ich wollte eigentlich nur sagen, also Ford hat natürlich eine immense Erfahrung in diesem Segment. Ja, das ist eigentlich so das, was Ford du meinst jetzt, ist es so, in Amerika ist es Nummer 1. Also unbestritten, F-150 fährt da jeder. Und das Auto gibt es ja schon seit, ich glaube, 100 Jahren gefühlt, ja. Genau, und im Grunde hat sich ja das Ganze auch nach Europa dann verlagert. Und wir haben jetzt auch immer mehr Kunden aus dem Privatkundensegment. Sei es jetzt für Fahrzeuge, die noch für eine Wohnkabine benutzt werden oder rein auch als Familienfahrzeug. Das heißt, früher war rein bei uns Ranger auch Nutzfahrzeugsegment. Das geht jetzt immer mehr ins Privatkundensegment ran. Was ziemlich geil ist, dass ihr jetzt auch für Volkswagen baut. Genau, daran sieht man ja, wie gut wir das scheinbar können oder wie gut Ford das kann. Das heißt, es gibt eine Kooperation. Volkswagen hat sich da so ein bisschen an Ford geklammert, damit die auch mal vielleicht einen mehr oder weniger schönen... Aber ich glaube, Volkswagen baut auch demnächst irgendwas für Ford, glaube ich. Ja, wir haben dadurch, das Joint Venture war, dass wir da mal dafür ein bisschen Antriebstechnologie aus dem Pkw-Bereich, also ID3, ID4 bekommen haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht sogar genau. Da darf ich den Motor mal sehen? Dass wir den mal gucken, ob auch hier wieder einer drin ist. Da gehen wir mal da reingreifen. Ja? Da. Okay. Also ich zeige euch mal gerade, was habe ich getan. Das sind übrigens die Cupholder, die Flaschenhalter. Und da ist die Entriegelung, da muss man hier da drücken, dann geht's auf. So, Christian ist schon vorne. Der macht dir Spaß, oder? Ja, der macht mir richtig Spaß. Endlich mal wieder ein 3 Liter. Ihr kommt ja aus dem Motorsport, die Family. Ja, also wir haben viel mit Thema Motorsport zu tun. Von daher haben wir natürlich schon eine Begeisterung für alles, was größere Motoren auch anbetrifft. Also einfach toll. Guck mal, hier sieht man endlich mal einen Platten-Wärmetauscher in Funktion. Ja. So, da ist auch keine Abdeckung drauf, die braucht man nicht. Der ist servicefreundlich, oder? Will man ja nicht, die Abdeckung. Also so sieht man ja wenigstens die beiden Zylinderbänke. Es ist ja schon schön, dass man das nicht alles verkleidet ist, dass man doch ein bisschen Einblick darauf hat. Die werden sich totlachen. Die Amerikaner, die jetzt das Video sehen, wie wir uns freuen über einen 3 Liter, die haben da drüben 5 Liter, 7 Liter. Wobei der hier jetzt interessanterweise an den US-Amerikaner geht, an den Soldaten. Ja. Also hier Deutschland stationiert, möchte auch ich sag mal, da gibt es schon einen Unterschied. Was die Achse und das Fahrwerk anbetrifft. Von daher also ein US-Amerikaner, der zwar auch in der Base kaufen könnte, also die US-Modelle, wollte aber zwingend hier das Europamodell haben. Das Europamodell, damit er sagen kann, hier habe ich was ganz Besonderes. Das sind übrigens die ganzen Kameras, die drin sind. Die haben wir eben das rundum gesehen. Die sind hier in den Spiegeln verbaut. Also einmal da. Kannst du jetzt nicht gut sehen wegen dem Licht. Aber vorne, das Frontkamera, die kannst du umschalten. Gerade im Gelände natürlich eine tolle Geschichte, weil der ist ja hochgradig... Der ist ja hochgradig geländegängig, der Wagen. Ja, klar, natürlich. Dafür sei er eigentlich konzipiert. Also er ist noch geländegängiger als die normalen Ranger-Varianten. Der hat so einen sogenannten Baja-Modus. Der nennt Ford diesen Ultra-Geländemodus, wenn man jetzt irgendwie durch die Wüstenlandschaft oder Dünen fahren würde. Also das Auto geht überall rein und raus. Ranger Raptor, Modellvariante 2023-24, Auto aus Hissler, Losham am See. Hast du noch welche im Vorlauf? Ja, jede Menge. Also wir haben schon mehr verkauft, als ich gedacht hätte. Also so der erste Schlag war innerhalb von wenigen Tagen schon verkauft gewesen. Aber hier genauso, wir haben immer Lagerfahrzeuge da. So, also, liebe Leute, wenn ihr auf mobile.de oder egal wohin geht, Autoscout, und seht das hier, guckt euch das Video an, toller Unternehmer. Du hast auch selber Fahrzeugtechnik studiert. Was hast du studiert? Maschinenbau? Maschinenbau mit der Spezialisierung Fahrzeugtechnik, genau. Fahrzeugtechnik, vorher noch eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechatroniker. Warst ewig in der Werkstatt, kennst dich aus und sagst, das hier ist ein feines Auto. Ja, mehr als das. Also das hier ist schon, da muss man sich für begeistern. Ja? Also das ist kein normales Auto, das ist ein absolutes Highlight. So, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Also, wenn ihr ihn haben möchtet, heute Drehtag, der 5. Juni 2023. Auto aus Hissler, Ranger Raptor. Tschüss.